Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugby Video Magazin mit einem neuen Video unsererseits. Und wir machen heute was ganz Verrücktes und was wir noch nie gemacht haben. Wir sind nämlich im Steifmuseum. Ich war auf freizeitparks.de. Gibt es als Website, gibt es als Instagram-Seite, gibt es aber auch auf Facebook. Und da werden immer so in Deutschland und drumherum Freizeiteinrichtungen vorgestellt. Gibt auch eine Karte, wo man eine coole Übersicht hat. Und da gibt es das Steifmuseum. Und wir sind hier gerade in der Nähe unterwegs. Das Wetter ist nicht so gut, wie ihr seht. Also ist das auch der ideale Zeitpunkt, um etwas Indoor zu machen. Und ich kann euch versprechen, das wird ziemlich spannend, denn wir lernen auf jeden Fall heute in diesem Video, warum der Teddybär Teddybär heißt und was es mit der Geschichte hinter Steif auf sich hat und vieles, vieles andere auch. Ich liebe Deutschland morgens, weil da ist erstmal ein Laubbläser an. Das zu jeder Tages- und Nachtzeit, nee, jeder Jahreszeit, das wollte ich sagen. So, mehr dumme Aussagen jetzt in diesem Video. Ganz kurz, bevor wir reingehen, wir haben vorher ein bisschen gespickt, damit wir Mühe vorbereitet sind. Der Steifbär, dafür ist man, glaube ich, ziemlich bekannt. Also neben dem Knopf im Ohr, aber der Bär ist ja das Bekannte. Und hier oben, direkt am Eingang, vom Eingang, ist ein Elefant. Und der ist noch viel relevanter für die Geschichte. Ich hoffe, dass wir das jetzt lernen werden. Und dann nehmen wir euch mit. Wenn nicht, erinnert mich daran, dass ich am Ende des Videos euch das noch erzähle. So, wir sind jetzt hier vor dem Türchen. Das Ganze kostet hier übrigens 12 € pro Person. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass es jetzt eine Pre-Show gibt, denn wir müssen hier warten und uns sammeln. Und das sieht ein bisschen aus wie ein Rundkino. Und damit wird wahrscheinlich gleich die Experience starten. Wir sind drin. Das müsste man eigentlich auch mal als Shirt machen. Aber wir haben jetzt angefangen. Und es ist kein Kino, sondern wir starten. Also es gibt ein paar Bänke, da setzen wir uns hin. Und das Ganze startet mit einer Einführung in die Geschichte von Margarete Steif selbst. Und wir haben auf dem Hinweg hierhin uns irgendwie bei Wikipedia halt ein bisschen eingelesen. Und das matcht auf jeden Fall. Und wir sind im ursprünglichen Nähzimmer von Margarete Steif, wo alles angefangen hat. Und um euch einmal kurz abzuholen, also ihr müsst euch schon die Experience hier komplett geben, hat Margarete Steif halt, die haben mit Filz genäht und dann war in so einer Nähillustrierten einmal ein Schnittmuster drin für einen kleinen Elefanten. Der sollte dann ein Nadelkissen werden. Den hat die auch gefertigt. Der sah so gut aus, dass der Neffe gesagt hat, ey, mach mal ein paar mehr und wir verkaufen die auf dem Weihnachtsmarkt. Und damit ging es so quasi richtig los. Dazu kamen noch ein paar mehr Tiere und der Neffe war halt ein crazy Erfinder-Dude und hat nicht nur jetzt dann den Bären entwickelt, den den PB 55. Und das ist jetzt nicht Plüschbär, sondern
Plüsch beweglich. Hat die Tiere studiert, wie die sich bewegen und wie müssen die Bewegungen dann bei den Steiftieren sein. Wer hat auch immer gedacht, die heißen steif, weil die so steif sind? Nicht, weil die Margarete steif hieß. Knopf im Ohr kam später ja auch dazu als Copyright-Schutz quasi. Und er hat halt, wie gesagt, ganz viele andere Sachen wie Feuerzeuge und so auch erfunden. Das ist halt ziemlich witzig, weil heute ist eine Tochterfirma von Steiff ein Autozulieferer hier in Deutschland. Und das Plüsch, mit dem genäht wird, kommt aus Duisburg übrigens. Das haben wir gerade nicht gelernt, weil wir haben dann das Nähzimmer gesehen, wo sich einige Sachen bewegt haben. Die Nähmaschine, die illustrierte, ist reingeflattert, die ist ja ins Haus geflattert. Die ist wirklich ins Haus geflattert. Und danach ging es ein Stück weiter und es wurde auch ein Fluggerät, ein Leichtgleiter erfunden. Und mit dem sind wir in die Wolken hinaufgestiegen, wirklich, weil wir waren da unten und sind hier oben in den Wolken ausgestiegen. Und in den geheimen Kleiderschrank dann gegangen, wo natürlich große Anziehsachen hängen, und da sind wir dann durch und dann hat man so einen kleinen Experience Walkthrough Animatronic Show. Also das sind keine Animatronics, sondern Steiffiguren, Stofftiere, Plüschtiere bewegen sich und erzählen noch eine Geschichte. Und am Ende ist es nämlich so, dass nachdem der erste Bär auf der Leipziger Spielzeugmesse vorgestellt wurde, ein Unternehmer kam und gesagt hat, ey, das ist genau das Ding, ich brauche 3000 Stück und die verschiffen wir in die USA. Und wir müssen die 3000 Bären wiederfinden, weil die ja quasi verloren gegangen sind. Und am Ende treffen wir auf alle Teddybären weltweit und sind Freunde für immer. Also jeder hat seinen Freund für immer, jeder hat seinen eigenen Teddy. Und warum heißt der Teddy Teddybär? Wer wusste es? Meldet sich und schreibt das da nicht, schummeln. Der ehemalige US-Präsident Teddy Roosevelt ist schuld, dass der Teddybär Teddybär heißt, denn auf der Jagd hat er sich geweigert, einen angebundenen Bären zu erschießen. Und dann hat ein Karikaturist, ich hasse dieses Wort, in der Washington Post war es, glaube ich, den immer mit einem Bären dargestellt und sich da ein bisschen drüber lustig gemacht, dass der halt nicht... ich würde nicht sagen, den Mumm hatte, weil da gehört nicht viel Mut dazu, einen angebundenen Bären zu erschießen. Das ist eigentlich ziemlich feige. Und das ist so grob die Geschichte. Also ihr kommt natürlich hier hin, um das richtig zu verstehen. Und jetzt kann hier auf großen Steiftieren geklettert werden. Meinst du, das hält mich aus? Wenn Weihnachten ausfällt, ist das deine Schuld. Das ist kein Rentier, ne? Und genau, hier kann man irgendwo ein Pferd gestriegelt, man kann hier drauf klettern, Fotos machen, man kann hier ganz viele Steiftiere bewundern und es gibt eine Steifrutsche nach unten. Ich glaube nicht, dass wir die nehmen, aber die ist eine riesige Schlange und die Rutschfläche ist die Zunge. Also das ist glaube ich mal so die immersivst gestalteste Rutsche, die ich je gesehen habe. Ja, hier oben starten wir und gehen jetzt gleich unten zur Geschichte. Seht ihr wahrscheinlich nur so kleine Impressionen, weil ich habe, glaube ich, jetzt schon einen großen Abriss gemacht und ihr wollt ja auch noch ein bisschen was hier entdecken, wenn ihr ins Steiff-Museum kommt. Wir sind jetzt im quasi Schaukasten-Museumspart, der 1847 anfängt. Und die Leute sahen früher immer ein bisschen grantig aus, ne? Und dann kann man auch mal die alten anderen Tiere sehen, außer Elefanten und den Elefanten natürlich selbst auch. Und hier ist der aktuell älteste Teddybär der Welt ausgestellt von 1904. Bruder, das ist krass. Und auf jeden Fall mega spannend, hier auch die History komplett einmal ordentlich sortiert. Also die Firmengeschichte kriegst du hier sehr, sehr gut vermittelt, finde ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt hilfreich war, dass wir vorher mal was gelesen haben, aber eigentlich ist das manchmal ein bisschen holprig. Vielleicht ist die Firmengeschichte auch einfach, aber sie ist lang und bald 150 Jahre. Da kann man ja noch mal überlegen, wie alt die USA werden nächstes Jahr. Auch spannend.
Wir sind jetzt in der Showproduktion, wo keine Showproduktion gerade stattfindet, aber ich kann euch ja trotzdem versuchen abzuholen, also nicht so detailreich, wie wenn ihr hier hinkommt, wie das Ganze funktioniert. Schnittmuster haben wir hier und wenn wir die Schnittmuster haben, also Idee, zeichnen, Schnittmuster. Schneiden, färben, hier Schnittmuster sehen, ist jetzt nicht mehr, dass mit der Schere geschnitten wird, sondern Laser gecuttet. Und dann wird das schon zusammengebracht quasi, aber nicht komplett zugenäht, sondern das Ganze ist ja auf links, also es wird genäht, aber auf links. Und dann kommt es zum Wenden und das ist nämlich dieses Gerät. Diejenigen, die damit arbeiten, werden wissen, wie sie damit umzugehen haben. Aber du hast ja Arme, Ohren und so, das muss ja alles gewendet werden und das funktioniert damit. Dann kommt die Füllung und das ist auch komplett Handarbeit. Hier zeichnen sie sogar noch die Muster da per Hand. Das wird alles dann gefüllt, weil du musst ja auch überall, du hast ja so viele individuelle Sachen, da kannst du keine Maschinen für bauen und von Hand gefüllt, dann wird auch von Hand genäht, dass du auch die Ziernähte und alles hast und zusätzlich gibt es dann natürlich auch noch Airbrush-Bemalung, damit Schattierungen und Details mit in den Plüschtieren sind. Und ganz wichtig, bevor das gefüllt wird, habe ich einen Schritt übersprungen, Augen rein und alles, damit das im Inneren auch alles fest und safe ist. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich der Knopf im Ohr, damit es original ist. Und das sieht man hier vorne auch in einem Schaukasten. Früher war halt der Elefant, der Ursprung war, auf dem Knopf und inzwischen ist es ja das Steif-Logo mit dem Zettelchen dran, den Knopf im Ohr. Wir sind auch jetzt unter der Woche hier, aber es ist auch gut was los, die Leute haben Bock. Ist halt schade, dass jetzt hier keiner was macht. Die Produktion ist ja auch teilweise ja noch in Deutschland und aber auch natürlich ein großer Teil im Ausland, weil das kannst du ja gar nicht mehr bezahlen bei so viel Handarbeit. Oh. Feierabend. Perfekt. Tschüss. So, Freunde der Sonne. So, ich habe ja gesagt, das Wetter ist nicht so gut. Wir machen es. Ja, gute 1,5 Stunden haben wir jetzt im Steifenmuseum verbracht. Also mehr als die 12 € ist auch schwierig. Gibt auch Gruppenpreise, Kindereintritt, alles individuell natürlich wieder. Und ganz, ganz wichtig, Exit always to the gift shop. Muss durch den Souvenirshop natürlich nach draußen. Und da fällst du steif um, wenn du die Preise siehst. Aber wir haben ja auch gerade gelernt, dass das auch seinen Wert hat. Es gibt auch noch das Bistro-Knopf, da könnt ihr natürlich auch noch speisen. Und das Steifenmuseum ist auch barrierefrei. Tiere dürft ihr aber nicht mitführen. Und ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben ins Steifenmuseum. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum neben Deutsch und Englisch Japanisch die nächste Sprache ist, die hier überall geschrieben steht. Aber es wird auch seine Gründe haben. Und wart ihr schon mal hier oder wollt ihr mal hier hin? Eure Meinung zum Steifenmuseum gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen um 18 Uhr wieder zum neuen Video hier bei Radio YouTube Magazin. Nee, Kanal, wer ist das?